wollen wir mal sehen, was wir heute machen werden. Ja, mal gucken, vielleicht was mit Blumen oder vielleicht, ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung. Ich lege mir ja einfach die ganzen Sachen hin. Ein paar Farben, hauptsächlich das Grün möchte ich heute sehen, aber mal wer weiß. So, wir starten mit der Kohle. Wir wollen, oder ich möchte tatsächlich einfach abtauchen und dazu krickel ich erstmal los, weil ich auch wirklich nicht weiß, was ich machen werde. Und das wird sich ergeben und da ist das ein toller Einstieg. Die Kreide liegt hier auch noch rum und die passt natürlich toll zu diesem Oliventon, ein bisschen türkis. Und mein Hauptwerkzeug wird heute die Nagelbürste sein. Ja, damit möchte ich jetzt abtauchen. Wow, und schwarz dazu. Ja, ich höre euch schon. Was? Schwarz? Ja, auf jeden Fall schwarz. Und türkis, ja. Türkis darf nicht fehlen. Aber jetzt kommt das. Das passt super dazu. So, habe ich nicht noch eine Bürste hier? Hä? Hier, die Bürste kann ich jetzt nicht mehr verwenden. Da muss ich auf jeden Fall einen neuen Pinsel nehmen jetzt. Eigentlich hätte ich eine Bürste genommen, aber mit dem Pinsel geht es natürlich genauso. Ja, das ist schön. Das gefällt mir. Die Farben liebe ich. Und jetzt muss ich erstmal aufhören kurz und das einmal kurz trocknen. Die Aufteilung finde ich ganz schön hier unten. Die Farben gefallen mir besonders gut. Hier oben das mit den finde ich toll und ich kann mir vorstellen, dass ich das jetzt so aufteile hier. Und ja, ich bin mir noch unsicher, aber ich mache das jetzt einfach. Einfach abkleben, möglichst gerade sollte es sein, aber ja, wenn es schief wird, wird es halt ein bisschen schief. Abkleben kannst du natürlich nur, wenn die Farbe auch trocken ist. Also musst du unbedingt vorher die Fläche auch einmal föhnen oder kurz in die Sonne stellen, falls du die Sonne da hast. Ich habe nur gerade gedacht, oh, ein kleiner Schatten. Es kommt tatsächlich mal ein bisschen Sonne rein. Ja, dann mal los. Mal gucken. Ohne Vorlage ist immer schwierig natürlich. Da kannst du dich von irgendwas inspiriert fühlen, von dem, was du tust und gehst dann immer einen Schritt weiter. So wie ich jetzt. Also ich probiere und hoffe, dass es dann irgendwie immer mich weiterbringt. Ich habe eine Idee. Ich lasse nochmal Wasser rüberlaufen. Das ist noch so statisch. Damit kann ich das nochmal so ein bisschen aufbrechen hier, die Linie.
mal wieder alles zum Fließen bringen hier. Sonst wird man schnell festgefahren. Und da kann ich das auch meinen Prozess gerade so ein bisschen unterbrechen. Neue Bahnen lenken, fließen lassen. Das Palettenmesser unterstützt mich hier gerade. Damit kann ich noch mal ein bisschen anders arbeiten. Ja, pink. Warum nicht? Pink passt doch ganz gut dazu. Vielleicht ziehe ich das Türkis ein bisschen hier hoch. Da gefällt mir das nicht. Ich weiß noch nicht, was ich hier oben mache. Vielleicht mache ich erstmal kurz mit dem Schwarz nochmal weiter. Das verliert sich da so ein bisschen. Das kann ruhig richtig zu sehen sein. Da habe ich jetzt überlegt, vielleicht mache ich hier oben die Stelle auch pink. Ich weiß es nicht. Ich bin hier auf der Suche und muss hier so ein bisschen rum experimentieren. Das ist es einfach nicht. Hier muss es irgendwie anders. Das gefällt mir nicht. Ja, die Krickel und so finde ich ganz gut. An der Stelle ist es noch trocken. Ja, vielleicht muss ich hier die Fläche irgendwie miteinander verbinden. Irgendwie die Stelle da oben. Da muss irgendwas passieren, glaube ich. Man könnte vielleicht hier auch irgendeine Blüte draufsetzen. Ich weiß es nicht. Ich bin noch auf der Suche. Also vielleicht irgendeine Form drauf. Irgendwas kann ja irgendwas sein. Also was auch immer. Vielleicht nochmal in der Farbe hier irgendeine Form drüber. Irgendwie bin ich noch bei Blumen. Eine abstrakte Blume. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Geht irgendwie unter. Vielleicht noch was Kräftiges drauf. Oh. Ich glaube, das passt nicht, aber ich muss das trotzdem mal ausprobieren. Tja, eieiei. Aber egal, ich mache das jetzt einfach. Ich will das einmal sehen. Nee, habe ich mir vorher schon gedacht, wie das halt so ist manchmal. Dann einfach nochmal wieder wegnehmen. Hier dicker Farbe drauf. Da muss ich den Klecks irgendwie ein bisschen abdecken. Ja gut, aber passt ja auch. Siehst du, vielleicht hätte ich sonst gar kein grelles Gelb genommen. Wer weiß. Doch, jetzt geht es, glaube ich, so in die Richtung. Ja, so lasse ich das jetzt. Jetzt gefällt es mir ganz gut. Ich muss noch mal so ein bisschen abwarten, ob es mir dann am Ende wirklich gefällt, aber ich denke schon. Also war ein toller Malprozess. Spannend natürlich und ja, einfach so auf der Suche zu sein und gar nicht so genau zu wissen, wonach suche ich jetzt. Aber gefunden habe ich am Ende doch hier irgendwie ein kleines Paradies, finde ich. Also hat viel Spaß gemacht. Jetzt gehen wir hier nochmal eine kleine Runde durchs Atelier. Und es ist kalt auf dem Balkon, da gehe ich jetzt nicht rauf. Aber hier, die Bilder kennst du, die sind im Kanal. Das Bild ist, glaube ich, schon im Kanal oder es kommt noch, kann sein, ich weiß es jetzt nicht. Und ja, ich freue mich schon, wenn ich da draußen sitzen kann.
Und hier arbeite ich sonst in den Räumlichkeiten. Da sind meine Farben und hier sind immer ganz viele Menschen, ganz viele tolle, nette Menschen. Danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüss. Ach, ich freue mich. Es hat ja, ganz viel Spaß gemacht, das Bild zu malen, und ich glaube, es wird einem hier auch deutlich, dass Malen halt eben einfach auch mehr ist, als einfach nur die Farbe auf die Leinwand zu bringen, sondern dass es immer auch eine Auseinandersetzung dabei gibt und dass es dann Hürden gibt, nicht nur vom Material her, sondern natürlich auch die inneren Hürden beim Malen einfach auch deutlich werden, und sei es überhaupt der erste Schritt über die weiße Leinwand. Also mach einfach, mach. Und ich denke, es gibt so viele Beispiele hier bei mir, dass du, egal auf welchem Stand du da gerade bist oder in welcher Situation du gerade steckst, du die Malerei immer für dich nutzen kannst. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß, und den Mehrwert, den teile ich so gerne. Also Dankeschön fürs Zuschauen, danke für dein Like, danke für dein Abo, vielen, vielen Dank, das ist wichtig, und ja, danke für deinen lieben Kommentar, da freue ich mich drauf. Ich sage es immer wieder, ich weiß, aber es ist halt auch einfach so. Also danke und tschüss.